Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche, das du bist. Ich bin Pallas Athene und ich möchte dich heute an deine eigene Göttlichkeit erinnern. Es fällt dem Menschen so schwer, seine wahre Göttlichkeit anzuerkennen. Systematisch wurden die Menschen über einen langen Zeitraum davon abgehalten, die Verbindung zur inwendigen Göttlichkeit zu halten und an sie zu glauben und entschlossen darauf zu vertrauen. Diese Trennung hat den ursprünglich reinen Geist des Menschen verkümmern lassen. So ist die Masse zu einem unmündigen, dem Schicksal und den Machthabern ausgelieferten, angstgesteuerten, gehorsamen Wesen degradiert worden, das sich entweder gottlos oder ohnmächtig einem unberechenbaren und strafenden Gott gegenüber sieht. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. So möchte ich dich mit dieser Botschaft liebevoll dazu anleiten, dich als das göttliche Wesen zu fühlen und zu sehen, das du wahrhaftig bist. Doch zunächst einmal zu mir als die von den Griechen verehrte Göttin, die von der Antike bis zum heutigen Tage Anerkennung findet als die unüberwindliche Kämpferin mit der goldenen Rüstung der Weisheit, Liebe und Wahrheit. So ist die Darstellung in der griechischen Mythologie recht zutreffend. Wenn ihr meinen Botschaften schon länger folgt, wisst ihr, dass ich ein wesentliches Mitglied der geistigen Hierarchie bin, ein Mitglied im karmischen Rat und die Hüterin der Flamme der Wahrheit, die unermüdlich ihren göttlichen Dienst in Hingabe an den Schöpfer allen Seins und zum Wohle der Menschheit in großer Liebe versieht. Warum sage ich das? Ich bin nicht göttlicher als du. Wir sind vom gleichen Ursprung, lediglich auf einer anderen Bewusstseinsstufe. Die Qualitäten, die mir zugeschrieben werden, sind ebenso in dir eingeboren und tief verankert. Du findest deine inwendige Göttlichkeit in dem sogenannten göttlichen Funken, der in jedem Menschenherzen verankert ist, in Form der lebendigen, dreifältigen Flamme. Das ist das Gottesgeschenk von Anbeginn der Zeit an seine Schöpfung und als ewige Erinnerung an die Einheit mit ihm. Das ist auch der wahre Schatz im Acker deiner Seele, von dem Jesus von Nazareth schon vor 2000 Jahren gesprochen hat. Das Wissen über diesen göttlichen Schatz sollte dir jedes Gefühl von Ohnmacht, Unzulänglichkeit und Ausgeliefertsein nehmen. Ich habe es wiederholt in meinen Botschaften gesagt. Du bist ein mächtiges Schöpferwesen aus der Quelle allen Seins, um zu diesem Zeitpunkt deinen individuellen Teil zur Erfüllung des göttlichen Plans beizutragen. Ohne dein Mitwirken im Jetzt kann er sich nicht in Vollkommenheit entfalten und du könntest diese göttlich verfügte Gelegenheit verpassen. Es gibt so viele Licht- und Engelwesen, kosmische Geschwister und aufgestiegene Meister und Meisterinnen, die es als ihren göttlichen Dienst sehen, euch machtvoll gemäß eurem Glauben und Vertrauen zu unterstützen. Ihr seid wahrlich niemals allein. Dennoch geht es nicht ohne dein Zutun. Es ist nicht die Zeit, untätig zu sein und die Hände in den Schoß zu legen. Das Göttliche, das du bist, will erkannt und zum Ausdruck gebracht werden. Was kannst du konkret tun? Gehe nach innen, dort, wo dein göttlicher Funke in deinem Herzen sitzt.
Diese dreifältige Flamme trägt die wesentlichen Aspekte Gottes. Die blaue Flamme entspricht dem Willen, deinem Gottvertrauen, der Macht und der Kraft von Gott Vater. Die goldene Flamme steht für Erleuchtung, Erkenntnis und Weisheit als der weibliche Aspekt Gottes. Und die rosa Flamme der göttlichen bedingungslosen Liebe steht für den Christus und für die stärkste Kraft im Universum. Diese Flamme ist in jedem beseelten Menschenherzen zugegen. Es ist sozusagen die heilige Dreifaltigkeit. Insofern sind alle Menschen göttlicher Natur, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, oder es sogar vehement ablehnen. Es sind auch die Qualitäten, die mir als Göttin zugeschrieben werden. Wir alle unterscheiden uns nur durch die Stärke, Größe, Strahlung und dynamische Tätigkeit der Flamme in uns. Hat denn euer geistiger Lehrer, Bruder und Freund Jesus euch nicht auch gesagt und gelehrt, dass ihr genauso wie er zu allem fähig sein würdet, als er sprach: Wahrlich, ihr alle seid in der Lage, die Werke zu tun und zu vollbringen, die ich getan habe. Und ihr werdet noch größere Werke vollbringen können. Wie soll das denn möglich sein, wenn ihr nicht alle seine Göttlichkeit in euch tragen würdet? So sollst du um die Bedeutung der göttlichen Flamme für deinen Aufstieg wissen. Denn es gilt, deine Lichtarbeit und deinen Fokus auf den inwendigen Gott oder Göttin in dir zu richten. Je intensiver die göttliche Flamme in dir zum Lodern gebracht wird, umso stärker wird die göttliche Strahlung in ihrer Wirkung aktiviert und du kannst große Fortschritte in deinem Bewusstseinsprozess und in deiner Schöpferkraft machen. Wenn du möchtest, können wir gemeinsam deine inwendige göttliche Flamme durch eine Visualisierung aktivieren und ausweiten. Schließe dazu sanft deine Augen. Nimm ein paar tiefe und bewusste Atemzüge, die dein äußeres Sein beruhigen. Richte deine inneren Augen nun ganz auf dein Herz aus. Siehe, wie das Tor zu deinem Herzen sich langsam öffnet und betrete den heiligen Raum deiner Herzkammer. Fühle, wie tiefer Friede sich in dir ausbreitet und spüre die innige Liebe, die dich hier und jetzt berührt. Richte nun deinen Blick auf deine lodernde, dreifältige Herzflamme. Du siehst die blaue Flamme der göttlichen Macht und Kraft. Dann die goldene Flamme der göttlichen Weisheit. Und du siehst auch die rosa Flamme der göttlichen Liebe. Siehe, wie die Flammen harmonisch umeinander lodern. Allmählich lodern sie stärker und schließlich siehst du, dass sie sich immer mehr vergrößern, bis sie dein ganzes Herz ausfüllen. Du spürst die Kraft von Vater Gott, die Weisheit von Mutter Gott und die Liebe des Christus, die von diesen Flammen ausgehen. Wisse, das ist Gott in dir, der sich durch dich zum Ausdruck bringen möchte. Er möchte durch dich wirken, durch deine Gefühle,
durch deine Gedanken, durch all dein Tun und durch dein ganzes Sein. Du bist eins mit der göttlichen Quelle und ein göttliches Wesen in seinem Dienst. Mit ihm und durch ihn ist dir alles möglich. Tiefe Dankbarkeit erfüllt dich. Du darfst langsam ins Hier und Jetzt zurückkommen, wohl wissend, dass du jederzeit zurückkehren und deine dreifältige Flamme in dir lodern und weiter ausdehnen kannst. Sehr gerne bin ich heute mit dieser Botschaft zu dir gekommen. Sie kann dir eine wesentliche Unterstützung sein für die nächsten Tage, Wochen und Monate des großen und intensiven Wandels und der Transformation. Ich bin an deiner Seite, wenn du mich rufst. Ich bin Pallas Athene.